Herzlich willkommen zu der Herzensreise durch das Hohelied, ein Bibelkurs, wo wir wirklich lernen, Schritt für Schritt in die Fülle Gottes hineinzukommen. Und ich möchte nur, bevor ich anfange, ganz schnell erwähnen, unsere Webpage. Man kann sehen, was für Veranstaltungen wir haben. Aber 11. Mai werden wir eine Awakening Schwarzwald haben mit anderen Leitern zusammen. Und wir wollen wirklich Gebet, Lobpreis, Proklamation, prophetische Fürbitte, Segnung. Wir werden einfach Raum für den Heiligen Geist in den Thronsaal kommen und für den Schwarzwald mit allen Generationen eine Aufwachen rufen für diese Gegend. Und Gott tut sehr viel in der Gegend. So ihr seid alle, die irgendwo in Schwarzwald dazu kommen. Und dann möchte ich nur sagen, und das Weiteres könnt ihr auf unserer Webpage schauen, 29.07. bis 3.08. werden wir in Hochimst, Österreich mit einer Bibelfreizeit bevollmächtigt für Kinder, für allen. Und das wäre eine wunderbare Zeit, viele neue Freunde zu begegnen und Freunde, die wir schon längst haben. Okay, jetzt sind wir in dieser unglaublichen Endphase von dieses Buch. Und die Seele, die Brautgemeinde kommt in Ebenen der Herrlichkeit und Kraft. In fünffaltiger Dienst kommen hervor. Die Zeit der Ernte bricht ein. Und jetzt gehen wir in Kapitel 7. Die Gemeinden haben gebetet zu die Brautgemeinden, dreh dich um, Sulamite, dreh dich um, dass wir dich anschauen. Und Jesus hat gefragt, was wollt ihr an Sulamit schauen beim Reigen von Mahanaim oder von Reigen, Tanzen mit Engel oder Tanz der zwei Lager, der himmlische und die irdische Herrscherin und die irdische Herrscherin, die zwei Lager werden vereint und tanzen mit Freude, denn das Volk Gottes kommt in ihr Erbe, in ihre Bestimmung, sodass die Länder sind wirklich anzunehmen und zu gewinnen für Christus. Jetzt kommen wir in ein fache Beschreibung von einem Mitarbeiter Gottes. Es ist ein prophetisches Landkarte für Endzeitarbeiter. Es ist eine prophetische 10-fache Deklaration, wie die Arbeiter in den Weinbergen des Königs sein sind in dieser Zeit. Es ist eine 10-fache prophetische Erklärung, Endzeitarbeiter für den König. Interessant, es fängt von den Füßen und geht nach oben. Und die 8-fache Beschreibung in Kapitel 4 geht von dem oben nach unten. Jetzt gehen wir von unten, er beschreibt sie, aber es ist nicht der Bräutigam, der sie beschreibt. Das sind diese andere Tochter, Nebenfrauen und allen, die anderen Mädchen, die anderen Jungfrauen. Und sie beschreiben diese Arbeiter der Endzeit, die vorbereitet sind, die werden freigesetzt, die werden mit der Kraft des Heiligen Geistes wirklich hervorgehen in den Arbeit, in Kooperation oder Partnerschaft mit Gott. Okay, und so, hier ist die Beschreibung, was sie sagen. Die sagen, wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Tochter eines Edlen. Wow. So, wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Tochter eines Edlen. Okay, das spricht von die gute Nachricht Schuhe, die Sandalen,
der Vorbereitung für das Evangeliums der Frieden. Das spricht auch Schritt für Schritt. Sie geht in der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Weg ist geebnet. Türen öffnen. Sie muss nicht selber planen, selber alles versuchen. Schritt für Schritt. Sie hat diese Sandalen an ihr Füße und Schritt für Schritt sie evangelisiert und sie nimmt Land ein. Jeden Ort, auf den deine Füße treten, habe ich euch gegeben. So die Endzeitgemeinde. Und wir können prophetisch dies proklamieren für dein Leben, mein Leben und für alle im deutschsprachigen Raum, dass Europa errettet wird. Europa wird das Evangelium hören. Und die Endzeit herrliche Gemeinde wird hervorkommen, wirklich total vorbereitet, total zugerüstet für das Werk des Dienstes. So, Sandalen Schritt für Schritt, Sandalen, Schuhen für das Evangelium, für wirklich Freisetzung von dem Gefangenen und wirklich mit Macht die Mentalitäten und Ideologien herunterbrechen und wirklich die Festungen zerstören und Land einnehmen. Oh, du wunderschöne Tochter eines Edlen. Sie ist wirklich die Tochter der König der Herrlichkeit und sie bewegt sich in die Nationen. Okay, das nächste. Die Biegungen deiner Hüften sind wie Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. So, ihr Beine, ihr Hüfte, was symbolisiert Kraft zum Stehen, Kraft zu gehen. Und sie ist wirklich ein Werk von Künstlerhand. Oder sie ist ein Meisterstück, wirklich von einem Künstlers Hand. Deine Kraft, die auch vielleicht deine Hüften, wie Jakob wurde auch zerschlagen in seine Hüfte, in seine eigene Kraft, dass er hat gehinkt, er war lahm. Aber von der Zeit an hatte er Kraft mit Gott, hatte er die Kraft Gottes. Und so, du bist auch das Werk einer Künstlerhand. Du bist das Werk einer Künstler, die dein ganzes Leben gewoben hat, die dich trainiert hat, zu kämpfen, zu gehen in seine Kraft, in seine Kraft. Und so, sie kann stehen, sie kann aufrecht stehen, sie ist geformt, ihre Schritte ist geformt, ihre Kraft ist wirklich von Gott und sie geht in diese Kraft. Es ist ein wunderschönes Vers in Jesaja. Die Lahme werden die Beute nehmen. Ich liebe das, weil ich hinke auch. Aber meine Kraft kommt von Gott, nicht von mir. Und so die Lahmen werden die Beute nehmen. Nimm das an, für dich und für uns allen, die Beute von dem Feind zurückzunehmen für den König. Okay, das nächste ist dein Schoß oder dein Nabel ist eine runde Schale, die nie mangelt es ihr an Mischwein. Das spricht der Nabel, spricht von ihr inwendigen Menschen, ihrem inwendigen Menschen oder ihr Mutter, diese Nabelschnur, der verbunden ist mit Jesus und der Heilige Geist strömt ständig in ihr. Sie hat einen ständigen Strom des Heiligen Geistes und es mangelt ihr nie an Mischwein. Sie hat das neue Wein und sie geht hervor aus ihr Innerste mit Ströme, nicht nur Ströme des Wassers, sondern sie geht hervor mit neuen Wein, Menschen zu erfrischen, ein Getränk zu geben, Freude zu bringen, Menschen wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes an ein Leben der Freude
und Überfluss und eine ganze Menge von Ernährung, und sie kann das wirklich weitergehen in die Nationen, in die Dörfer, in die Städte, wo immer du gehst, aus deinem Nabel. Du hast ein wirklicher, es mangelt dich nie an Mischwein. Oder das Wein steht auch für das Blut des Lammes. Du hast nie einen Mangel an die Kraft des Herrn. Die Freude, Gesundheit und Wiederherstellung bringt in der Welt. Es strömt ständig. Dann geht's weiter. Dein Leib ist ein Weizenhaufen, umsäumt mit Lilien. Dein Leib ist ein Weizenhaufen. Das spricht, dass ihr Teile oder ihr Bauch ist eine Weizenhaufe. Wow, man könnte sagen, sie fängt an, schwanger zu werden. Um die Ernte, weil Weizen in der Bibel spricht von die Ernte. Es spricht auch von Brot für die Nationen, Brot des Lebens zu geben. Die Weizen ist für Brot und die Weizen ist auch die Ernte. Und so ihr Leben, sie ist bereit hervorzubringen, Brot für die Nationen, Brot des Lebens auszuteilen. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht sagst du, oh, ich habe so wenig, ich habe nur fünf Brote und 2 kleine Fische und der Not ist so groß, der Not ist so riesig. Wow, geh und nimm ein Stück und brech das und gebe es zu einer. Dann hast du mehr. Gebe es zu einer, dann hast du mehr. Das Brot des Lebens wird nie zu Ende kommen. Diese Worte Gottes sind wie Brot. Leute verhungern. Und so, es kann sagen auch, sie kann sich ständig ernähren an das Brot des Lebens, Christus. Sie fängt an, schwanger zu werden, die Ernte hervorzubringen. Und sie will hervorgehen in die Nationen und Dinge zu Geburt bringen. Das bist du. Das bin ich, das sind wir, das wollen wir glauben. Lass uns glauben für ein großes Aufwachen der Erntearbeiter im deutschsprachigen Land. Okay, das nächste, die 4. Deine beiden Brüste sind wie 2 Kitze, Zwillinge der Gezellen. Das spricht von ihrer Kapazität für Gott und ihr Kraft, anderen das Milch des Wortes zu geben. Sie hat auch die Fähigkeit, die Junggläubigen, die jungen Leute und Junggläubigen mit das Milch des Wortes Gottes auszurüsten, zuzurüsten. Sie kann hervorgehen mit einer doppelten Portion, ihr 2 Brüste, eine doppelte Portion von Gnade und Liebe für die Junggläubigen, junge Menschen, sie hervorzubringen im Glauben, in das Werk von Jesus und in Liebe zu den Personen von Jesus. Sie kann über seine Person reden. Sie kann sagen, wer Jesus ist, wer Gott ist, wer der Heilige Geist ist. Sie kann lernen, was geschehen ist am Kreuz, was Jesus getan hat, wer wir sind. Sie ist voll. Sie hat Kapazität, wirklich Menschen zu ernähren und die Nationen zu Jünger zu machen. So, durch diese dunkle Zeit, die sie hatte, sie ist so freigesetzt von die engen Orte in ihr Leben, dass sie fließt und überfließt und ist bereit, wirklich auszuteilen, was Gott ihr gegeben hat. Okay, das nächste ist, dein Hals ist wie der Elfenbeinturm. Dein Hals ist wie der Elfenbeinturm. Das spricht von ihr Entschlossenheit, unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Gott. Sie ist unerschütterlich gehorsam. Ihr Hals ist gerade, ihr Hals ist stark und sie ist unbeweglich, unerschütterlich,
für die Sache Gottes. Und sie ist auch ein Turm, das bedeutet auch, sie ist standhaft und treu wie ein Lichthaus von Elfenbein. Wow, ein Lichthaus, das leuchtet, um andere Menschen in Sicherheit zu bringen. Ein Turm spricht von einem Ort der Sicherheit, ein Ort von Licht, die anderen erleuchtet und bringt anderen hinein in diese Festung der Stabilität und sicheren Orten. So die Endzeitbraut wird auch ein Zufluchtsort. Bete über diese Worte für dich, und dass du mit anderen wirklich hineinkommen kannst, Orte vorzubereiten, Türme des Lichts, Türme, wo Menschen Schutz finden. Hey, das werden wir brauchen. Wir werden auch brauchen, diese Ernährungsorte, Brot zu den Armen zu geben. Vielleicht nicht nur geistliches Brot, vielleicht auch Suppenküchen und allen anderen. Das so viele Möglichkeiten. Und Gott will uns zurüsten in dieser Zeit, dass wir die Diener, dass wir wirkliche Dienerschaft. Hey, ein von den höchsten Namen, die Gott dir geben kann, ist zum Beispiel David, mein Knecht, Mose, mein Knecht, Jesus, die Knecht Gottes, mein Knecht. Ein Knecht Gottes zu sein, ein Diener Gottes. Paulus, Knecht Jesus Christi. Das bedeutet keine Sklaverei, das bedeutet jemand, der den Willen Gottes wie ein Verwalter von all seinem Reichtum, ein treuer Knecht, die er vertrauen kann, wirklich Essen zu geben zu sein Volk, das zu die richtige Zeit, die richtigen Worte des Herrn, was Gott tut, Leute, die wirklich die Zeiten erkennen. So, ihr Hals ist wie ein Elfenbeinturm. Ich bete, dass Gott uns alles wirklich zurüstet und vorbereitet für diese dunkle Zeit, in der wir sind. Dass wir werden wirklich bereit sein, als diese Knechte des Herrn, seine ganze Reichtümer freizusetzen in unserer Welt.